Leute, lasst uns über die Wii U reden. Etwas, was man damals schon nicht gerne gemacht hat. Uff. Dass die Wii U damals ein großer Flop war und kein Schwein sich für sie interessiert hat, ist mittlerweile kein großes Geheimnis mehr. Mit etwa 13,5 Millionen verkauften Exemplaren wurde sie schnell Nintendos größter Flop. Also, wenn man mal den Virtual Boy außen vor lässt. Aber die Nintendo Switch konnte das Ganze doch mal wenden und verkaufte sich bis dato etwa 107 Millionen Mal. Also etwa 8-mal so viel. Und sie ist auf dem besten Weg, die meistverkaufte Konsole aller Zeiten zu werden. Auch wenn das Ziel von 158 Millionen verkauften Exemplaren, damals aufgestellt von der PS2, definitiv ein knackiges Ziel sein wird. Aber der Erfolg der Switch kommt nicht von ungefähr. Viele der erfolgreichsten Nintendo Switch-Spiele sind nämlich eigentlich Wii U-Spiele. Das erfolgreichste Spiel, Mario Kart 8 Deluxe, ist nur eine leicht erweiterte Version des damaligen Wii U-Ablegers und konnte sich dennoch bisher fast 50 Millionen Mal verkaufen. Wii U-Spiele haben also definitiv Potenzial. In diesem Video möchte ich daher mal über einige der letzten verbleibenden Wii U-Spiele reden. Spiele, die bislang auf der Wii U vergessen wurden und hoffentlich eines Tages noch das Licht der Nintendo Switch erblicken werden. Nintendo Land ist ein absoluter Klassiker. Nein, ich meine nicht diesen Vergnügungspark, den ich sicherlich irgendwann mal besuchen werde, sondern das beigelegte Wii U-Spiel. Bei Konsolen haben die beigelegten Spiele oftmals den Zweck, die Besonderheiten der Konsole zu demonstrieren. So war Wii Sports zum Beispiel die perfekte Einführung in die Welt der Bewegungssteuerung. Und der süße Astrobot konnte einem den DualSense-Controller näher bringen. Auf der Wii U war dieses Spiel aber Nintendo Land. In Nintendo Land gibt es jede Menge Attraktionen, also Minispiele, die die verschiedensten Vorzüge des Gamepads schmackhaft machen. Diese Attraktionen basieren dabei auf den verschiedensten Nintendo-Franchises, sodass auch durchaus Abwechslung vorhanden ist. In The Legend of Zelda, Herausforderung zum Kampf, macht ihr euch beispielsweise auf ein Multiplayer-Abenteuer auf, bei dem 3 Spieler mit den Wii-Fernbedienungen Schwertkämpfer sein können und der Gamepad-Spieler Pfeil und Bogen nutzt. In Jagd auf Mario versuchen 4 Toads Mario zu suchen, der sich zuvor versteckt hat. Mario hat als Einzelspieler den Vorteil des Gamepads, welches die Karte mit den Positionen aller Toads anzeigt. Besonders cool fand ich Takamarus Ninja-Festung. Ihr schießt Shuriken aus eurem Gamepad auf die Gegner am Fernsehbildschirm und versucht so, möglichst lang zu überleben und Bosse zu besiegen. Das hat mich damals echt beeindruckt und es macht vor allem auch mega viel Spaß. Insgesamt hat das Spiel 12 verschiedene Minispiele und es macht sowohl alleine als auch mit Freunden jede Menge Spaß. Nintendo Land ist eines der wenigen Spiele, die wirklich guten Gebrauch des Gamepads gemacht haben. Aber gerade deswegen würde sich eine Portierung des Spiels nicht wirklich anbieten. Viele Spiele würden ohne das Gamepad nicht funktionieren. Und selbst wenn man es abändern würde, wäre es einfach eine schlechtere Version des ursprünglichen Spiels. Nintendo Land ist eine geile Spielesammlung, aber sie sollte am besten auf der Wii U bleiben. Wusstet ihr, dass es ein Kirby-Spiel auf der Wii U gab? Aber definitiv kein normales, sondern ein Kirby-Spiel in Knetoptik. Kirby und der Regenbogenpinsel war der Nachfolger des DS-Spiels Kirby Powermal-Pinsel. In dem Spiel geht es darum, Kirby mit dem Stylus auf dem Gamepad einen Weg durch die Welt zu ebnen, damit er seine Heimat zurückerobern und mit Farbe füllen kann. Dabei manövriert ihr Kirby durch viele kunterbunte Knetlevel, sammelt Collectibles und genießt einfach diesen wirklich niedlichen Artstyle. Und das entweder alleine oder aber mit bis zu 3 Freunden, die dann die Rolle der Waddle Dees einnehmen. Kirby und der Regenbogenpinsel ist definitiv ein bizarres Spin-off. Aber es würde nur wenig Sinn machen, das Spiel auf die Switch zu bringen. Das Hauptfeature des Spiels ist nun mal die Steuerung via des Stylus. Weswegen der erste Teil auf dem DS gut funktioniert hat und auch der Wii U-Teil ganz gut funktioniert, aber auf der Switch wäre es dann eine etwas andere Geschichte. Die Switch hat zwar einen Touchscreen, aber da die Spiele sowohl im Handheld-Modus als auch im Heimkonsolen-Modus spielbar sein müssen, würde das Ganze dann nur wenig Sinn ergeben. Es ist generell faszinierend, wie wenig Spiele auf der Switch wirklich Gebrauch davon machen. Und mal Hand aufs Herz. Wusstet ihr überhaupt, dass die Switch einen Touchscreen hat? Denn oftmals lese ich von Leuten, dass sie das nicht mal wussten. Kirby und der Regenbogenpinsel ist somit ebenfalls ein Wii U-Spiel, welches höchstwahrscheinlich weiterhin auf dieser Konsole verrecken wird. Während die ganze Welt seit 5 Jahren auf Zelda BOTW 2 wartet, gibt es noch 2 weitere Zelda-Spiele, die Fans gerne auf der Switch sehen würden. Zelda Twilight Princess und Zelda The Wind Waker bekamen nämlich damals auf der Wii U Neuauflagen. Während ich bei meiner Recherche keine eindeutige Klassifizierung bezüglich Remake und Remaster für diese beiden Spiele finden konnte, das scheint ein heiß diskutiertes Thema zu sein, schienen Fans mit Wind Waker HD sehr zufrieden zu sein, aber von Twilight Princess HD eher enttäuscht zu sein. An sich sind beides großartige Spiele. Und ich finde gerade Wind Waker HD eines der besten Zelda-Spiele aller Zeiten. Aber während Wind Waker echt großartig aussah, ließ Twilight Princess HD doch etwas zu wünschen übrig. Aber wie gesagt, dennoch ein gutes Spiel. So ist es ja nicht. Ich glaube, dass eine Portierung dieser Spiele nicht nur Sinn machen würde, sondern auch absolut notwendig ist. Gerade wegen The Wind Waker. The Wind Waker hatte das große Pech, auf Nintendos 2 größten Flop-Konsolen, dem GameCube und der Wii U, veröffentlicht zu werden. Weswegen das Spiel bis heute nicht ganz so viele gespielt haben. Zudem hätte es auch
auch die wirklich sehr lange Wartezeit zwischen BOTW 1 und BOTW 2 für einige etwas versüßt. Und mal ganz davon ab, es ist Zelda. Beide Spiele würden sich großartig verkaufen und es wäre wirklich leichtes Geld für Nintendo. Und wenn es eine Sache gibt, die Nintendo liebt, dann ist es leichtes Geld. Die beiden Zelda-Spiele sollten daher meiner Ansicht nach definitiv noch auf die Switch kommen. Und es gibt wirklich keinen guten Grund, der dagegen spricht. Die Xenoblade-Serie hat in den vergangenen Jahren stark an Popularität gewonnen. Und das auch völlig zu Recht. Xenoblade Chronicles 1 und Xenoblade Chronicles 2 sind für mich beides großartige Spiele. Aber dann gibt es da noch so einen Teil dazwischen. Xenoblade Chronicles X, der nur für die Wii U erschienen ist. Viele Fans wünschen sich eine Portierung des Spiels. Und wenn man bedenkt, dass Xenoblade Chronicles 1 und 2 auf der Switch sind und Xenoblade Chronicles 3 ebenfalls bald erscheinen wird, würde das durchaus Sinn machen. Einfach um die Sammlung auf der Switch zu vervollständigen. Ich persönlich muss sagen, dass mir das Spiel nicht so sehr gefallen hat wie Xenoblade Chronicles 1 und 2. Der gesamte Aufbau des Spiels ist sehr anders und die Charaktere sowie auch die Geschichte des Spiels konnten mich leider nicht wirklich überzeugen. Das Erkunden der Welt hat mir aber dennoch Spaß gemacht. Und letztendlich ist es immer noch Xenoblade. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr andere Erfahrung als die anderen beiden Teile. Dennoch kam das Spiel bei der Fanbase gut an und viele wünschen sich, dass es auf die Switch kommt. Die Star Fox-Serie befindet sich in einer seltsamen Position, da sich Fans zwar neue Teile der Spieleserie wünschen, aber die neuen Spiele immer floppen. Ein gutes Beispiel dafür ist Star Fox Zero, der bislang letzte Teil der Serie. Der Wii U-exklusive Teil konnte sich etwa 500.000 Mal verkaufen und war somit ein großer Flop. Und das Spiel war in vielerlei Hinsicht auch wirklich einfach nicht gut. Das Spiel ist mit einer Spielzeit von etwa 5 Stunden, für Star Fox-Verhältnisse zwar ziemlich lang, aber heutzutage erwartet man vielleicht doch etwas mehr als das. Vor allem da Wii U-Spiele damals wirklich rar gesät waren und die Bewegungssteuerung wurde in dem Spiel als ein großes Gimmick genutzt, sodass die Steuerung einfach sehr seltsam und unintuitiv war. Es fühlt sich so an, als würde das Spiel krampfhaft versuchen, irgendwie das Gamepad zu integrieren, aber scheitert daran massiv. Die Spielerfahrung wird durch das Gamepad an vielen Stellen einfach so stark runtergezogen, dass ich mir wirklich gewünscht hätte, sie hätten noch eine normale Steuerung als Alternative eingebaut. Und zudem ist es auch ziemlich seltsam, dass das Spiel erneut ein Reboot war. Man hat wirklich das Gefühl, Nintendo wüsste nicht so ganz, was sie mit der Star Fox-Spieleserie anfangen sollen. Ganz ehrlich, selbst wenn das Spiel auf die Switch kommen sollte, überlegt es euch zweimal, ob ihr es wirklich haben wollt. Wenn es mal für 20 € oder so im Angebot ist, dann ist es ganz okay. Aber sonst würde ich eher die Finger davon lassen. Ich kann natürlich nicht ein solches Video machen, ohne über das beste Wii U-Spiel zu reden. Das berühmt-berüchtigte Animal Crossing Amiibo Festival ist in vielerlei Hinsicht ein ganz besonderes Spiel. Zu der damaligen Zeit hatten Animal Crossing-Fans sehr lange auf einen neuen Ableger der Spieleserie gewartet. Und als es dann in einer Direct endlich enthüllt wurde, war die Enttäuschung mehr als nur groß. Anstatt einem richtigen neuen Teil bekamen wir Amiibo Festival. Eines der wahrscheinlich schlechtesten Spiele aller Zeiten. Amiibo Festival macht Gebrauch der Amiibos. Und das nicht wirklich auf eine gute Art. Jede Runde seine Amiibo einzuscannen, um überhaupt würfeln zu können, triggert maximal. Und da hilft es auch nicht, dass das Spiel absolut null Spaß macht. Das Gute an Mario Party sind die Minispiele. In Amiibo Festival gibt es keine Minispiele. Es ist ein stinknormales Brettspiel. Und nicht mal ein gutes. Ich habe absolut keine Ahnung, wie es dieses Spiel auch nur ansatzweise durch irgendeine Qualitätskontrolle geschafft hat, aber irgendwie hat es das Spiel doch auf den Markt geschafft. Auf der einen Seite wäre es wohl am besten, wenn dieses Spiel für immer auf der Wii U festsitzen würde und niemand mehr in den, Genuss dieses Spiels kommen müsste, aber gleichzeitig hat dieses Spiel mittlerweile Legendenstatus. Und es auf die Switch zu bringen, wäre eine geile Idee. Nein, Leute, ehrlich, tut euch den Scheiß nicht an.